Hi, hier ist der Benny von Öventura. Hier in meiner Hand halte ich das neue Olivin 2 CP. CP steht für Cotton Polyester und wie der Name sagt, handelt es sich hier um ein Baumwollmischgewebe. Das Olivin 2 CP ist das Nachfolgemodell von dem Olivin Light, was ein reines Polyestergewebe war. Und wie ihr erahnen könnt, ist das Baumwoll-Polyestergewebe ist natürlich ein ganz anderes Klima, ähm, atmungsaktiv. Ich habe alle Belüftungsmöglichkeiten, wie man von Tentipi das Belüftungssystem kennt. Und ich habe hier ein Packmaß von 50 mal 24 Zentimeter. Mit 6 Kilo ist das Olivin 2 CP natürlich kein Leichtgewicht. Das heißt, die Lightweight Tracking Fraktion, die kommt dir nicht auf ihre Kosten. Wenn du allerdings mit dem Kanu unterwegs bist oder mit dem Fahrrad oder mit dem Wanderanhänger oder im Winter unterwegs mit dem Lastschlitten, dann ist es genau dein Zelt. Das ist optimal für 2 Personen. Ich habe also 1,70 Meter, eine Mittelstange, 6 Heringe. Das ist also in 0, nix aufgebaut. Und jetzt kommt's, du kannst da drin ein kleines Feuerchen machen, mit dem Hobo-Kocher zum Beispiel. Durch das spezielle Belüftungssystem, das patentierte, geht der Rauch raus. Und als ganz besonderes Highlight hat das Olivin 2 CP ein Auslass für ein Ofenrohr mit 12 Zentimeter Durchmesser. Das heißt, du kannst im Winter, im Herbst oder im Frühling kannst du einen kleinen Ofen benutzen. Absolut cooles Highlight. Das habe ich selber schon ausprobiert. Wir hatten den Prototyp schon ein paar Monate in Benutzung und ich freue mich ganz besonders, das euch jetzt vorstellen zu dürfen. Wenn es dich interessiert, bleibt dran. Ich zeige euch die ganzen Features, wie man es aufbaut und die ganzen Details. Ja, würde mich freuen. Und wenn es dir gefällt, lass ein Abo da, Daumen nach oben oder Kommentar. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Zunächst packen wir das Zelt mal aus. Der Packsack, der ist sehr großzügig gestaltet. Das heißt, wenn man das mal nicht auf die Reihe bekommt, das Zelt richtig ordentlich zusammenzulegen, dazu übrigens eine schöne Anleitung in einem anderen Video, dann kann man das mit Hilfe der Kompressionsriemen, kriegt man das da trotzdem schön klein. Dann ist das Zelt natürlich drin, auch mit einem Packriemen, ein Sack mit Heringen. Und in der Tüte befindet sich noch die von Tentipi bekannte Aufstellhilfe, diese Messschablone mit einem Loch in der Mitte, in der der Hering platziert wird, und 6 aufgenähten Orientierungsstreifen. Dann das Weiße ist die Messschnur, die brauche ich, um die Heringe zu platzieren. Ein Stückchen Stoff in der identischen Farbe, um kleine Reparaturen durchzuführen. Dann ist hier ein Pappröhrchen, in dem befindet sich ein USB-Stick. Das ist bei jedem Nordic TP von Tentipi der Fall. Auf diesem Stick befinden sich Videos und Anleitungen und andere informative Sachen, für die den Laptop dabei haben. Außerdem eine bebilderte Anleitung für die Analogen unter uns. Dann geht es auch schon an den Aufbau. Zur Vorbereitung brauche ich 6 Heringe aus dem Heringssack, die Messschnur und die Messschablone, um die Heringe zu platzieren. Nun folgt die von Tentipi übliche Vorgehensweise des Aufbaus. Ich nehme die Messschablone, das ist später die Zeltmitte, platziere den Hakennagel in dem Loch in der Mitte und nun lege ich die Messschnur exakt an den 6 aufgenähten Streifen an. Am Ende der Messschnur ist eine Markierung, dort wird dann der Hering platziert. So habe ich 6 symmetrisch angeordnete Heringe und die Zeltmitte ist auch schon definiert. Und ich kann auch schon im Vorfeld entscheiden, wo wird nachher mein Eingang sein. Wenn ich das Zelt ordentlich zusammengelegt habe, so wie hier, dann liegt auch der Eingang oben. Wie das geht, seht ihr in dem bereits vorher verlinkten Video. Hier also nochmal. Dann habt ihr immer beim Aufbau, wisst ihr schon, wo der Eingang sein wird, und ihr spart euch ein bisschen Zeit.
Jetzt werden noch die 6 Abspannbänder, die mit Eisenringen um die Heringe gelegt sind, abgespannt. Zuvor muss ich natürlich das Zelt noch schließen, damit es keine Asymmetrie gibt. Voilà, die Hütte steht. Und jetzt zeige ich euch die ganzen Features. Den Schmutzstreifen kann ich wie üblich bei Ten-Teepee entweder nach innen oder nach außen legen. Bin ich auf Schnee oder Sand, lege ich nach außen und schmeiße Schnee oder Sand drauf. Ansonsten nach innen, auch wenn ich einen Boden benutze. Der Boden wird durch diese Öffnung nach außen gespannt mit dem Spannriemen und in diesem Knebel eingehängt. Im Gegensatz zu älteren Modellen der Olivin Light Serie ist beim Olivin 2CP der Klettstreifen schon fest verbaut. Hier kann ich Zubehör wie das Vordach befestigen. Nun kommen wir zu dem wunderbaren Ofenrohrauslass. Dieser ist auch mittels Klettverschluss zugemacht, ist also dicht, wenn es regnet und man den zu hat. Dann haben wir hier 12 cm im Durchmesser etwa. Das ist groß genug für alle gängigen Öfen. Wie jedes Ten-Teepee hat auch dieses eine Schlaufe zum Aufhängen. Hier nochmal im Detail, wie das Zelt nach Aufstellen der Mittelstange außen abgespannt werden kann. Auch beim Olivin sind Sturmleinen vorgesehen, nämlich 6 Stück insgesamt. Diese sind anwenderfreundlich in diesem Gummizug verwahrt. Auf der Rückseite gegenüber des Eingangs befinden sich 2 Schlaufen, mit denen kann der hochgerollte Schmutzstreifen fixiert werden, um eine Zuluftöffnung herzustellen für den Kamineffekt, wenn man den Eingang geschlossen halten möchte. Rechts neben dem Hauptreißverschluss befindet sich noch ein zweiter. Wenn man den öffnet, verbirgt sich darunter ein eingenähtes Mückennetz. Das bietet also eine zweite Belüftungsmöglichkeit, zusätzlich zu der eben gezeigten auf der Rückseite. Wenn man den Eingang geschlossen halten möchte, kommt da gut Luft hinein. Um den beliebten Kamineffekt zu erzeugen, benutze ich das von Ten-Teepee patentierte Belüftungssystem, um die Belüftungskappe zu heben. Dann strömt Luft von unten hinein und oben hinaus und das Zelt ist in 0, nix belüftet und man hat ein angenehmes Klima. In der Decke ist ein kleiner Schnurring angebracht für leichtes Zubehör. Außerdem ein eingenähtes Mückennetz. Dazu muss ich die Knebel öffnen und die Gummizüge. Und dann kann ich das mit dieser Kordel einfach zusammenraffen. Und ich kann die Belüftungskappe geöffnet lassen, ohne dass mir die Schnaken hineinfliegen. Ja, so sieht es aus, das Olivin 2CP. Zubehör wie Boden, Vordach zeige ich in separaten Videos. Macht's gut, Benny von Öventura.